Willkommen zu den Tutorial-Film von der Clockwork 2.00b. In diesem Film geht es um die Funktion der Hemmung und die Justierung von deren. Links von mir sitzt der Roland Weiss. Er ist mein hochgeschätzter Mentor und Begleiter in den Urbaukurs. Und noch links von mir sitzt Taschi Schläpfer. Sie hat mitgearbeitet in der Produktion und übersetzt in diesen Film auf Englisch. Hi and welcome to the tutorial films of the Clockwork 2.00b series. In this movie we'll show you the adjustment and function of the escapement. To my far right is Martin Fischer, the producer and founder of the Clockwork series. To my right is Roland Weiss, his mentor and co-teacher in the Clockwork building series. And my name is Taschi Schläpfer. I will be translating these movies into English and I also helped in the production. Die Hemmung ist die Baugruppe, die zwischen dem Räderwerk und dem Regulierorgan, in unserem Fall dem Pendel, eingebaut ist. The escapement is the assembly which is installed between the gear train and the regulating organ, in our case the pendulum. Die Aufgaben der Hemmung sind erstens Stoppen und Befreien vom Räderwerk im Rhythmus der Pendelschwingung und zweitens ein Pendel die durch Reibung verlorene Energie ersetzen. The tasks of the escapement are the starting and stopping of the gear train in rhythm of the pendulum and to replace the energy which is lost through friction. Die ersten Hemmungen in Uhren waren rückführende Hemmungen. Rückführend heisst, das Hemmungsrad wird während dem Zusatzbogen zurückgedrückt. The first escapements used in clockworks were recoil escapements, which means that the escapement wheel is pushed back during a phase of oscillation. Spindelhemmungen sind ab dem 13. Jahrhundert und rückführende Ankerhemmungen ab dem 17. Jahrhundert eingeführt worden. Verge escapements were used from the 13th century onwards and recoil anchor escapements from the 17th century onwards. In unserer Clockwork 2.00b tickt eine Scherenhemmung. Die Scherenhemmung ist eine sehr genaue, ruhende Hemmung. Ruhend heisst, das Hemmungsrad wird während dem Zusatzbogen nicht zurückgedrückt, es bleibt stehen. Installed in the Clockwork 2.00b is a pinwheel escapement. Pinwheel escapement is a deadbeat escapement which is very precise. Deadbeat means that the escapement wheel is not pushed back during the supplementary arc but remains stationary. Jetzt zeige ich euch die Funktion der Hemmung. Bestandteile der Hemmung sind der Anker, in unserem Fall eine Schere, das Ankerrad, bei uns das Hemmungsrad mit 30 Stiften und die Ankergabel, die der Antriebsimpuls auf den Pendelstab überträgt. Now I'll show you how it works. The components of the escapement are the anchor, in our case the pinwheel anchor, the escapement wheel which is fitted with 30 pins, and the fork-shaped lever which transmits the drive impulse to the pendulum rod. Am Anfang einer Schwingung gleitet der Stift im Ergänzungsbogen auf der Ruhefläche der Eingangspalette, bis das Pendel zum Umkehrpunkt schwingt. Nachher schwingt das Pendel in die andere Richtung und der Stift gleitet zuerst auf der Ruhefläche und nachher auf der Antriebsfläche der Eingangspalette ab und gibt einen Impuls ins Pendel. Nachher trifft der Stift auf die Ruhefläche der Ausgangspalette auf und gleitet im Ergänzungsbogen wenig weiter bis zum zweiten Umkehrpunkt. Nachher gleitet der Stift bis zur Antriebsfläche und gibt einen weiteren Antriebsimpuls. At the beginning of an oscillation, the pin slides along the locking face of the first pallet during the supplementary arc until the pendulum reaches its reversal point. Then the pendulum swings into the other direction and the pin slides along the locking face and then the impulse plane of the first pallet and gives an impulse to the pendulum. The pin then hits the locking face of the second pallet, slides a little further to the second reversal point. Then it slides back along the impulse plane and gives a further impulse. Clockwork 2.00b wird mit einer fertig eingestellten Hemmung ausgeliefert. Falls die doch nicht stimmen, zeigen wir hier, wie man sie korrigieren kann.
Clockwork 2.00b is delivered with an adjusted escapement. If it still doesn't work correctly, we'll now show you how to fix it. Bei unregelmäßigem Ticken. Die Schere ist auf der Achse vertreibbar. Sie muss so eingestellt werden, dass die Hemmung regelmäßig tickt. If the clock is ticking irregularly, the scissors can be rotated on the axis. They have to be adjusted that the escapement ticks regularly. Fallen die Stifte direkt auf die Antriebsfläche, muss die Schraube zwischen den Paletten gelöst und die Schere ein bisschen geschlossen werden. If the pins fall directly onto the impulse planes, the screw between the pallets can be loosened and the scissors closed a little. Wenn die Stifte zu weit in der Ruhefläche auftreffen, muss man die Schere ein bisschen öffnen. If the pins fall too far out on the locking face, the scissors can be opened slightly. Wir danken für die Aufmerksamkeit und hoffen, es ist eine brauchbare Anleitung. Thank you so much for your attention, and we hope this guide was useful for you. The Clockwork 2.00b is a great investment and should be hanging in every household. Ja, das sollte in jedem Haushalt ticken.